Aufgrund vieler Nachfragen zu dieser Frisur zeige ich euch heute, wie man die von mir getragene Variation des Arvan Braids macht. Das ist kein Versuch, Arvans Zopf aus Die zwei Türme nachzubauen, denn als ich diese Frisur hier das erste Mal trug, wusste ich noch nicht einmal, wie der Zopf aussieht. Für diese Frisur braucht ihr eine Menge Haargummis in unterschiedlichen Größen und am besten noch ein paar kleine aus Silikon. Außerdem braucht ihr vielleicht ein paar von diesen Haarnadeln und wenn ihr wollt ein Band und eine stumpfe Nadel, aber darauf gehe ich später nochmal ein. Zur Vorbereitung habe ich bereits meinen Pony weggeklipst, denn diesen möchte ich heute nicht mit einflechten und außerdem einen Mittelscheitel gezogen. Im zweiten Schritt teilen wir die Haare nochmal ab und zwar wie gezeigt von Ohr zu Ohr. Binde den unteren Teil der Haare mit einem Haargummi zusammen, damit sich die beiden Partien nicht mehr vermischen. Trennt den oberen Teil der Haare entlang des Mittelscheitels auf und bindet ebenfalls eine Partie zusammen. Macht aus dieser Partie nun einen französischen Zopf. Versucht ihn leicht diagonal zu flechten. Startet vorne außen und endet hinten beim Mittelscheitel. Flechtet den Zopf zu Ende und bindet ihn mit einem kleinen Haargummi zusammen. Nehmt nun die zweite Partie am Oberkopf und macht aus ihr einen ebensolchen, leicht diagonalen französischen Zopf. Flechtet auch diesen Zopf zu Ende und fixiert ihn mit einem Haargummi. Entfernt anschließend den Haargummi aus der unteren Abteilung. Bevor ich weitermache, lege ich die beiden fertigen Zöpfe über Kreuz nach vorne. Wir flechten nun insgesamt noch 7 weitere Zöpfe. Teilt für den ersten davon mittig unter den beiden anderen Zöpfen eine Partie
den Bändern. Ich habe je eins davon in die beiden französischen Zöpfe integriert. Das mache ich nachträglich mit der Nadel. Hierfür sollte ein Band mehr als doppelt so lang sein wie euer Zopf. Ich zeige euch das Prinzip, wie ich vorgehe an einem einzelnen Zopf. Fädelt das Band an der gewünschten Startstelle durch den Zopf und schaut, dass beide Enden gleich lang sind, also das Band mittig hängt. Näht nun das Band entlang einer der 3 geflochtenen Strähnen durch den Zopf. Je mehr Mühe ihr euch gebt, das Band gleichmäßig hindurchzuziehen und richtig hinzudrehen, desto schöner wird das abschließende Ergebnis. Passt auf, dass ihr mit dem Band immer der gleichen Strähne folgt. So verfahrt ihr nun, bis das Band zu Ende geht. Da wir mit den Zöpfen nachher noch weiter flechten, braucht ihr das Band am Ende nicht zusätzlich zu befestigen. Genauso verfahrt ihr nun mit der zweiten Hälfte des Bandes. Allerdings näht ihr hier das Band natürlich entlang einer anderen Strähne. Ihr könnt die Farbe eures Bandes natürlich frei wählen. So ungefähr sieht dann das Ergebnis aus. Nach diesem Muster bringe ich nun das Band in die 2 obersten Zöpfe ein. Und nun verflechten wir alle Zöpfe. Jeder einzelne Zopf steht hierbei für einen normalen Strang beim Flechten und wir werden sie nach und nach hinzunehmen. Zum Schluss flechten wir also mit 9 Strängen, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Zuerst kreuzt ihr den linken über den rechten Zopf und nehmt außerdem den mittleren Zopf auf. Dieser stellt den dritten Strang eures Zopfes dar. Jetzt nehmt ihr den obersten linken Zopf. Flechtet ihn zuerst unter den nächsten und über den übernächsten Zopf. Dann macht ihr dasselbe mit dem obersten rechten Zopf. Zuerst drunter und dann darüber. Nach dieser Runde flechtet ihr bereits mit 5 Strähnen. Nehmt nun den mittleren linken Zopf und webt ihn zuerst darüber, dann darunter und dann wieder darüber. Ebenso mit dem rechten mittleren Strang. Zuerst darüber, dann darunter und zum Schluss wieder darüber. Und mit dem untersten linken Zopf webt ihr wie folgt. Drunter, drüber, drunter und wieder drüber. Das gleiche nun nochmal von rechts. Darunter, darüber, darunter und zum Schluss wieder darüber. Also von jetzt an immer unten, oben, unten,
das Ergebnis der vielen Arbeit bei mir aus. Viel Spaß beim Ausprobieren!